Also das Spezielle an unserer Lage ist natürlich, dass wir dürfen in so einem wunderbaren Ort wie Grindelwald leben. Und wir haben noch das Glück, dass wir nicht in der City selber wohnen, sondern ziemlich nebenaus. Und wir haben wirklich Natur pur bei uns. Es ist wirklich wunderbar. Ich will an keinem anderen Ort leben. Hallo, ich bin der Wagner Ueli und wohne und lebe mit meiner Frau und mit meinen 2 Söhnen im Garni-Waldrand in Grindelwald. Wir haben ein kleines B&B, zusätzlich haben wir noch eine kleine Landwirtschaft und machen noch ziemlich viel mit Holzwirtschaft. Die Wudmeister haben mir, ich und meine 2 Söhne gekauft, damit wir unser Holz selber sagen, selber veredeln können. Wir haben ziemlich viele Nebengebäude, die unterhalten werden müssen. Das braucht enorm viel Holz und wir können das auch brauchen für unsere Projekte in der Sparte Möbelbau. Und es macht einfach das Ganze einen Sinn, weil man bekommt ja nichts mehr für das Holz und wenn man kleine Posten hat, rendiert es ja gar nicht, die jetzt abzuholen mit dem Lastwagen. Also sagen wir sie selber sagen und selber verwerten. Die Einstellung war schon von meinen Kindern, dass ich, vor allem weil die LT20 einen Computer hat, dass ich vielleicht nicht gerade unbedingt geeignet sei, mit der so zu sagen. Aber wenn man übt, dann funktioniert auch das. Und die Wudmeister ist also wirklich, da muss man keine Angst haben vor dem Computer. Auch ein alter Mann bringt das also gäbig her. Man braucht eigentlich vom ganzen Sortiment. Von 2er-Läden, 4er, 5er-Läden, Kantholz, verschiedene. Also man kann mit dieser Sage alles sagen. Man kann Edelholz wunderbar verwerten, man kann also alles sagen mit dieser Sage. Welche wir selber herstellen? Am Anfang haben wir unsere Bienenhäuser, die Tantanhäuser, Büten für Bienen, haben wir mit 3-Schichtplatten hergestellt. Und seitdem, dass wir jetzt die Wudmeister haben, tun wir unsere Tantanbüten selber, das Holz selber sagen und es verwerten auch zusätzlich für Bienenhäuser. Ja. Man investiert in Maschinen auf einem Landwirtschaftshof. Man kauft neue Maschinen, man kauft Transporter, Traktoren. Warum tut man nicht so ein gewisses Kapital auf die Seite und ein Nischenprodukt erwerben, wo man erstens noch Freude hat, dass man das eigene Holz verwerten kann. Und die Nachbarn kommen für zu sagen, es ist, glaube ich, so ein Wudmeister wirklich ganz eine gute Investition. Für mich ist Sagen Spass. Für mich ist Sagen ein Hobby. Ich mache es ja nicht voll kommerziell. Für mich ist das Entspannung sogar.